Oh Mann. Mein lieber Herr Gesangsverein, wie meine Oma mal zu sagen pflegte. Alter Schwede, ist das bekloppt. Ist das bekloppt. Ich habe über 2 Stunden lang bin ich hier rumgerannt und habe Dinge kombiniert, habe alles abgesucht und so weiter und so fort. Ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe gesehen, zu 50% ist es ein Bug und zu den anderen 50% muss man hier nochmal hingehen. Mehr stand da nicht. Es war spoiler-free. Fand ich ganz gut. Habe mich dann hier rumgehangelt und habe alles mit ihr geredet. Das hat nichts gebracht. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann nämlich auch auf dem Friedhof. Und habe ihr das hier gegeben. Das ist der Code von dem Friedhof, was wir da von dem Grab abgeschrieben haben. Mit dem roten Ziegel war das geschrieben. Wenn ihr euch vielleicht erinnert. Achtung. Do these symbols mean anything to you? Oh, the Voodoo code. It is very secret, yes. I studied it with my mentor, the great Queen Tabitha. Really? Great. Can you tell me what it says? Let's see. Well, some of it is nonsense, I'm afraid. Whoever wrote this wasn't very good. That's all right. Just tell me what it says. It starts with a D and a J, and then... Okay, this part makes sense. It says, conclave tonight, bring... then there's more nonsense. F-W-E-T-K-A-S-H. Well, that last bit might mean cash. Fresh cash? It doesn't make much sense. That's okay, thanks. DJ Conclave. K-A-S-H. It's a start. I'm happy I could help. Well, I guess I'll be... Und Do what you will. das war's. 2 Stunden meines Lebens. Ich habe eh schon keine Zeit. Oh Gott, war das fürchterlich. Hier weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hier habe ich dann jetzt euch wieder dazugeholt. Los geht's. Der Typ ist weg. Grace verlässt den Bookstore. Wolfgang Ritter? Hello. Ah, It's me. I can't sleep. Me neither. Can I? Yes. Come. wieder kein Albtraum. Ja, wieder kein Albtraum. Der 5. Tag. Der Weg. Versperrt. Die Wahrheit verschwommen. Die weiße Fahne weht. Verloren ist, was ich besaß. Umkehr ist Verrat. Der Paperboy. Der Typ. Are you okay, Gabriel? Sure. Great. Why? I'm worried about you. If I were any better, Grace, I'd be dead. Now, what's up? We got that book you ordered in this morning. The one on Rada drums. Ah. Hat's geklappt. Wunderbar, danke. Really? Great. You got another package this morning. FedEx from Germany. I was expecting that. Where is it? FedEx. Well, it kind of came open, but I salvaged the contents. There was a letter from your great-uncle Wolfgang in a journal. The package just came open, huh? How'd you like the journal?
Someone has to look after you. You're in trouble. In case you don't know it. Oh, bin ich Yeah, fertig. you've been reading my horoscope again, haven't you, Grace? Just read the journal carefully, Gabriel. Please. I got it. Ist das der St. Tod? George's books. Oh, Professor Hartridge, I'm glad you called. Did you... You did? Wait, slow down. The aigri? Really? You think that's them? The wheel within a wheel? A goon badagri, huh? Well, that does sound like it. Dambala, the snake. That's the wavy pattern at the bottom, okay. The 1791 slave revolt in Santo Domingo. Well, why would the Veve show up there? Okay. Okay. Look, I'll come over as soon as I can. Okay. Relax, Professor. I'm excited too, but you're gonna give yourself a heart attack. Okay. Thanks. See ya. I wish you'd tell me what's going on. I swear you're gonna step into a hole you may never get out of. Don't look so worried. No one knows what I'm doing. I'm perfectly safe. And I'm getting some great stuff for the book. Besides, there's something about all this. My dreams. What about your dreams? Nothing. I'll be careful, I promise. Im letzten Horoskop stand, wenn wir nicht aufpassen, wird auch er die Augen auf uns legen. Jetzt legt er die Augen auf uns. Ist das der Tod da draußen? Today's new Gewagte These, ich weiß, aber... Times-Picayune, dated June 22nd, 1993. Disgusted with the state of the Voodoo murder case, Gabriel turns right to his horoscope. The shadow upon you is no longer reversible. Wonderful. Gleich. Okay. Das Tagebuch. Das sind die... This Okay, wir müssen erst einmal wirklich das Tagebuch gucken. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads of Gunter Ritter's journey to Charleston as witch hunter, hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunter's meeting with a beautiful slave woman, Tetelo, and of Gunter's tormenting urges for her. Oh, bastard. He reads of their physical Gabriel. union and passion, and of Gunter's investigations into the murders. The victims were all crew members on a certain slaving expedition to Africa, it seemed. The second to the last entry described Gunter's plan to set a trap for the coven committing the murders. He found the name of one of the surviving members of the crew, a man now living in the West Indies. Na? Gunter has spread a false rumor that the man is returning to Charleston. He himself will impersonate a sailor and allow himself to fall into the hands of the coven. Naturally, Gunter has arranged for able-bodied assistants to follow and attack the coven before they can do him harm. Halsey, son of a bitch, wasn't he? Gabriel turns to the final entry of the journal. Ja, alles ein bisschen wie seine Geschichte. Er verzehrt sich ja auch nach der Voodoo-Hohepriesterin. Ich glaube, sie ist das. True Voodoo Priest, irgendwie so. Und ja, mal gucken, was er jetzt hier noch schreibt. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. Oh, Besser. bastard. He reads of the... Naturally, Gunter has a... Halsey, son of a... Gabriel turns... So, soll ich das vorlesen? Gut, versuche ich mal. Geliebter Vater. Was ist das pixelig hier? Ich schreibe diese letzten Worte als Entschuldigung für mein Versagen in meinem Leben und für die Schande, die ich unserer Familie zugefügt habe. Letzte Nacht habe ich erfahren, dass die Frau, von der ich schrieb, Tetelo, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, die Hexe ist, die ich suche.
Ja, wie gesagt, denkt dran, vergleicht es mit Gabriel und Miss Geddy. Malia. Okay. Vater, ich habe mich schrecklicher Verbrechen schuldig gemacht. Erstens, ich habe diese Hexe geliebt. Und zweitens, ich habe sie verraten. Drittens, ich habe die heilige Macht unserer Familie dazu missbraucht, sie zu befreien, ihr zu helfen, diese Kolonie zu zerstören. Der Talisman ist verschwunden. Tetelo, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, hat ihn genommen. Ich kann nur noch beten, dass du mir vergeben wirst, dass der Talisman schnell gefunden wird und dass meine Strafe in der Hölle lang und schmerzvoll sein möge. Ein unverdienter... Krass. Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist alles eine Parallele. Es wiederholt sich. Aha. The book contains several pages of radar drum code. Das sind die 3 kurzen, das sind die langen mit der Pause. Oh, gucken wir doch mal, ob wir das da wiederfinden. Sehr cool. Haben wir denn alles gemacht? Daumen. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Good luck. So. Wir wollen hier hin. That doesn't seem... Oh, nicht so schlimm. So. Jetzt geht das hier richtig los mit der Story. Das finde ich richtig gut. So Video Nummer 15 oder sowas, was ich jetzt hier bin. Jetzt geht's richtig los. Herrlich. So. Voodoo-Buch. Da. Schauen wir doch mal rein. Weiß nicht, was sein soll. Dreimal und 2 hintereinander. Haben wir da was? Einberufen vielleicht. Hören wir mal rein. Zwei M's vielleicht hintereinander. Das könnte auch noch sein. Das vielleicht? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Okay. Schade. Vielleicht muss ich da nochmal irgendwie offscreen drüber nachdenken. Wenn ihr es jetzt schon rausgefunden habt, dann ja. Würde ich sagen, könnt ihr auf jeden Fall mal das in den Kommentaren da lassen. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Ich war noch, als ich probiert hatte im Polizeiladen, da haben sie sich darüber aufgeregt, dass der Brötchenverkäufer nicht mehr da ist. Der ist jetzt im Park. Dann war ich beim Voodoo-Museum und habe dem das Bild von der Schlange gezeigt, also von dem Tattoo. Der meinte, ich soll das wegtun, das wird meinen Tod bedeuten oder sowas. Und dann war ich noch bei der Dame. Stimmt, das habt ihr aber mitbekommen. Ja. Wir haben die Trommel. Vielleicht können wir im Museum mal nach den Trommeln fragen. Huch. Why is it so dark in here? Dr. John? Hello? Hier oben ist die Schlange. Bin ich tot? Da ist der... Was müssen wir machen?
ein Messer. Was können wir tun? Gut, dass es anhält hier. Können wir die punchen? That would not help. Die Python loswerden. Oh. Ist das die Schlange von der Frau? Von der Wahrsagerin? Ich glaube, ne? Also hier haben wir nichts. Hier ist eine Statue, vielleicht können wir die benutzen. Keine Ahnung, Licht anmachen. Lol, was? Ach, Quatsch. You bastard! Hä? Good day, Mr. Knight. That thing just tried to kill me. He did? I am sorry. The museum is closed today, Quatsch! you see, Was and ist we das were denn? not expecting visitors. Das ist ja But völlig bekloppt. if you will excuse me, Mr. Knight, I must go look for him. He is incredibly valuable. You don't need to ask twice. I'm out of here. By the way, you might want to lock your door next time you're closed. Not a bad idea. Goodbye, Mr. Knight. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Dass er sich erschrocken ist, dass es hell geworden ist? Es war einfach nur so, keine Ahnung, drück da drauf und das wird Gabriel nicht helfen oder sowas, habe ich jetzt erwartet. Also, bitte, wer es weiß oder wer es sich erraten kann, bitte einmal mir Bescheid sagen. Das würde ich ja wirklich gern wissen. Post it on the door of the museum. Okay, wir kommen da nicht rein. Ich wollte jetzt nochmal zurück. Ich habe es ja gelernt aus der Vergangenheit. Also es ist wirklich, mein Kopf ist jetzt gerade bei zwei Dingen. Ich würde ganz gerne gucken, ob wir irgendwo an unserem einen Mantel... There's nothing on my... Ich weiß wie. Ich würde gerne die Schlangenschuppen, die wahrscheinlich jetzt an unserer Jacke sind, einmal untersuchen. What happened? Who, me? Nothing. Why? Well, you're kind of a pale green color. Come here. Pale green, you say? Charming. What's that on your face? I'm sure you'll tell me. Looks like a sparkly or something. Got it. I love it when you pick stuff off my face, Grace. Well, excuse me. Was war das jetzt? Gabriel has a scale from the fortune teller. There's some... Gabriel looks at the item in... Was hat sie denn da jetzt genommen? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch bestimmt die Schlangenschuppe gewesen. Got a... Have you ever... Ooh, no. Makes my skin crawl, though. Does Ogun Badakri mean anything to you? No. Could you... Sure. Okay. Do you have... Nope. Zu schade. Okay, dann würde ich ganz gerne meinen Originalplan machen. Why would... Weil da vielleicht eine Schlangenschuppe dran ist. Gabriel, Ich muss in dem Schleier der Frau die Schlangenschuppen rauspulen. Aber hier ist das dann wieder nicht möglich. Ach Mensch, Leute, echt. I'll be back later. Uh-huh. Tja. Was können wir machen? Miss Geddy könnten wir besuchen. Ah, Moment, ich weiß, wo sie es hingepackt hat. Ich weiß, wo sie es hingepackt hat.
in den Aschenbecher. Als ich hier geklickt habe, hat er doch irgendwie 15 Mal gesagt, hier ist ein Aschenbecher. Im The Aschenbecher. item in the ashtray is too small. Ja, natürlich ist es zu small. Ach Mensch. Ach, ich hab doch da gesucht. Warum sagst du nicht, dass da was drin Looks ist? like the python left me. Natürlich, natürlich. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir das finden müssen. 50 Mal wurden wir darauf hingewiesen das letzte Mal. Ach Quatsch, es ist tatsächlich die. Er ist es. Gabriel magnifies the snake scale from the Voodoo Museum's python. The iridescent scale is brilliantly hued with greens and purples. Gabriel magnifies the scale from the lake. It's hued with purples and greens. It matches the scale from the Voodoo Museum. He places the two scales together. Gabriel magnifies the two scales. The two iridescent scales are a perfect match. Ja, und was sollen wir damit jetzt machen? Tja, The two damit noch was tun, ne? Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass er etwas zu tun hatte. Er konnte auch das Zeichen deuten, was wir ihm da gegeben haben. Das Tattoo. Ja, ja. Tja, wen könnten wir denn jetzt nochmal mit unseren Trommeldingern nerven? Die Uni! Na klar, eine Uni. Da könnten wir den Professor nochmal fragen. Und ob der das deuten kann, was wir damit, ne? Also es geht jetzt hier um dieses Buch. Ob der uns dazu nochmal was sagen kann, wie vielleicht die Tonlagen sind, also Tonlagen, diese Zeichen, dass das M vielleicht 3 schnelle Töne sind oder so etwas. Hey, Hot Ridge, what's a good word? Bro! Hot Ridge? Quatsch, der ist tot? Oh, God, not again. Was passiert hier? Der ist erstickt. Der ist erstickt. Die Voodoo-Sekte bringt die alle um. Something about Hartridge's death mask reminds Gabriel of the way Crash checked out. Not a pretty ending. I'm not touching that body. Ich will gucken, ob der was im Mund hatte oder so. That would be Okay, müssen wir der Polizei Bescheid sagen, denke ich mal. Aber ist vielleicht auch gar nicht mal so gut. Tja, vielleicht gar nicht mal so gut, uns da so in den Fokus zu bringen. Nicht, dass die Polizei uns dann auch noch jagt irgendwann. exotic fish lend even more color to the cluttered office. It's Hartridge. Dr. Hartridge's desk is on the desk is a sheet of paper with some scribbled notes. It looks recent. Oh, neu. Das war auch schon da? These notes look interesting. This is those two. Oh Gott. Der Stamm der Kaung, die Benins Volksrepublik, die Volksrepublik Benin. Das ist die Schlange, das haben wir. Dambala. Hartridge's notes are scribbled on notepad paper. Okay. Ist hier noch was? Dr. Hartridge's office. The squatter grins maliciously at Gabriel. It's an Leute, aber das müssen wir reporten. Wir sind ja unschuldig. Gabriel doesn't. So. Übel, die sterben alle hier weg.
ultra heftig. Oder machen wir uns aus dem Staub? Ich meine, gesehen hat uns keiner. Before leaving the university, Ah. Gabriel notifies campus security about Hartridge's body. Das ist gut. Dann sind wir also da, sind wir fein. Miss Getty. Das ist echt heftig. Ich glaube, die bringt hier alle um. Miss Getty is... Dann ist sie auf dem Friedhof. Stimmt, oder? Aber das kann sie eigentlich auch nicht sein. Wir müssen auf jeden Fall mal mit Miss Getty schnacken, weil vielleicht können wir ja was rauskitzeln. Wir wissen ja nur eine ganze Menge. Hat er das eigentlich gemalt? I'm sorry to bother you. What you need? Mind if I pick your brain a minute? Have you ever... I don't know what. Does the name Ogun Badakri mean anything to you? I don't know. Ja, der weiß alles. Do you know anything... I don't know what. Ja, der weiß gar nichts darüber. What do you... Ain't it just awful them finding those? I don't think there's any real voodoo going. Das würde ich normalerweise auch denken. The second message made from the voodoo crosses is on the wall. Second Message? Die zweite Nachricht? Let me get these new marks down. Okay, ich wollte eigentlich Miss Getty suchen. Ich habe jetzt nicht erkannt, dass das was Neues ist. Okay, ja gut. Soll mir recht sein. Also es sind schon viele, viele, viele Dinge, die du hier per Zufall sehen musst. Na? Sie ist nicht hier. Schade. Das war so ein bisschen meine Hoffnung gerade, dass ich so weiterkomme. Tja, was soll er jetzt machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, Gabriel, geh raus jetzt hier. Ich meine... Hä? Ach so, weil der Typ rausgegangen ist. Och Mensch. Ist das ätzend. So, ich werde langsam grantig hier. Was können wir tun? Ah, klar, logisch. A sign on the Nein. front door of Magentia's home reads, attending a channeling seminar Nein. until August 1st. Nein. Wie soll ich das übersetzen? Der Trommler. Der guckt doch hier rein. One of the Getty drummers watches the police station. Vielleicht kann man die übereinander legen. Hier wissen wir, was es heißt. Und Gabriel checks the two messages for duplicate symbols and transfers the letters from the matches to the new siehste, message. siehste, He siehste. finds that he has the translation for all of the symbols, except for 3.
Können wir das denn jetzt auch sehen? Welche 3? Gabriel gazes at the translation of the second Voodoo code message. Ah, ich weiß. Das Buch? Those two objects. Nicht? Ach Mann. Bin mir so sicher. Waren das nicht dieselben Symbole? Ah, nicht ganz. The book. Welche kann er denn jetzt hier nicht zuweisen, sag mal? Nee, es sind nicht dieselben Symbole. Ach Mist. Liebe? Bewache? Gabriel Knight? Was? DJ? DJ ist vielleicht der Name. Von wem? DJ? Bewache? Gabriel Knight? Tu ihm lieber nicht weh. Gabriel gazes at the Da fehlt nichts. DJ, bewache Gabriel Knight, tu ihm lieber nicht weh. DJ, geh heim. Treffen heute nach Nacht. Bringe FW. Ist immer ein Muster drin. Ich bin gerade total im Modus hier. Immer DJ vorne und dann müssen wir... Oh, wait. Können wir selbst eine Nachricht dem hinterlassen? Ich habe nämlich gerade, als ich da hängen geblieben bin und der Typ, der da aufräumt, weggegangen ist, habe ich mich gedacht, warum geht der weg? Jedes Mal. Da muss doch eine Mechanik hinter sein. Und das ist es. Wir müssen darauf warten, dass er weggeht und können vielleicht da unsere eigene Nachricht hinterlassen. DJ, geh heim. Nee. Nicht geh heim, sondern geh heim. Geheimtreffen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Geheim dachte ich, weil der Typ ja vor unserer Tür steht. Oh Gott, Braindead. Geheimtreffen. DJ. Dr. John. Dr. John, DJ. Dr. John ist es. Es ist Dr. John, natürlich. Der hat mit dem Voodoo-Scheiß was zu tun. Und jetzt kommt die Nachricht. Tu ihm lieber nicht weh. Tu ihm lieber nicht weh. Boah, was? Das ist ja absolut crazy. Boah, wie geil das auch inszeniert ist vom Spiel, dass man da so leicht selber drauf kommt. So ganz klein bisschen. Also es ist jetzt nicht vorgekaut, sondern boah, also dieser Mindfuck-Moment war gerade echt heftig. Knight,
Ich will ihm die Beweise vorlegen. Ich will ihm... Und der hat ja auch die Schlange ist ja auch seine gewesen, die da vor Ort war. Das ist der Dr. John. Für ein Arsch. Hier, das sind die Notizen. Take a look at these notes. They're from Professor Hartridge at Tulane University. Yeah? And what about them? Ach, shit. They confirm that the pattern from the murders is of African origin. This is interesting if true. But how do you know he had the right pattern? Also soll ihm sagen, dass der draufgegangen ist, ne? Vielleicht. Can I ask? There's been another... Oh, Christ, you're not gonna start this I'll again. explain it. Just listen. This guy's name is Hartridge. He was a professor in African studies at Tulane. Yesterday, I went to see him about the Voodoo murders case. He agreed to do some research for me. He calls me up this morning, tells me he's onto something big. And when I get over there, the guy's dead. You know, you're really getting your ass in a sling over this thing, Knight. Yeah. It's not about me. Look, Hartridge's death looked just like Crash's. I'm telling you, they were both murdered. And by the same people who did the Voodoo murders. Did either Crash or this new guy have their hearts ripped out? No. Then there's nothing to link either to the Voodoo murders, M.O. Besides that, the case is closed, Knight. If the coroner's report asks for a homicide investigation on either of these guys, fine. But it's not going to be related to the Voodoo murders case unless we find damn good reason to do so. But I'm the link to the Voodoo murders case, don't you see? Look, if I were you, I wouldn't repeat that to anyone. If I weren't an old friend of yours, I might take you seriously and lock you up. As it is, maybe you should start keeping your mouth shut. Not involve other people with this shit. You think it's so dangerous. How can I... I already... You prove... Noch Beweise. Wir haben aber doch noch ein bisschen was. Wir haben hier den... Ist der Zeitungsartikel von 1810? It's a new... Ja. Oh, 1810 sogar noch im Kopf gehabt. Ja. the Nicht so aufgeregt. Ich bin auch schon über der Zeit. Nein! Jetzt This wo is a spannend wird. newspaper clipping about a murder committed in Hauen 1810. wir raus. That murder is an exact match of the Voodoo murders, right down to the marks around the bodies. This does sound like the same M.O. 1810? 1810. They killed then, they're killing now. Isn't that proof that they're likely to kill again? That they are a threat? Sure. If there is a voodoo cult, they're a threat. Ja, okay. Können wir noch mehr? These symbols are from Marie Laveau's tomb in St. Louis Cemetery. They're part of a secret voodoo code, which I had translated by a voodooian. Do they say anything about the murders? Well, not exactly. I'm sure that's a legit code of some sort, Knight, but unless it gives me the names and addresses of the killers, I don't think it'll be much help at this point. Ich werde ihm alles zeigen, was wir haben. Und wenn die Folge Überlänge mal 5 kriegt. These symbols, Do they... well, Okay. those the snake Mensch. Ich bin so aufgeregt. I took this tracing from a tattoo on Crash's chest. It's related to the underworld voodoo cult. Yeah? What makes you think that? It's what Crash said just before he died. Well, he was probably hallucinating from the drugs he OD'd on. Probably got that in the Navy or something. No, I'm sure it's related. It's a snake seed. And Even if it were a signal of some sort, that doesn't prove that the murders were done by a legit voodoo cult. Ja, okay. Wir müssen den Bezug noch zum This Voodoo-Kult herstellen. Das vielleicht? Oh, dann zeigen wir aber, dass wir es you know geklaut those haben. marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think this is an accurate reconstruction? Well,
borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Pontchartrain. An architectural artist reconstructed it for me from the partials. Really? So that's what Hartridge used, huh? I guess his analysis is on target then. Okay, the murders were committed by a legitimate voodoo cult. You proved your point. Jetzt, Can I ask, wir open the case. how can I You still need to get me a lead on the... Wo die zum Kult führt. Ah, ach nee, das geht auch nicht. This is Wo die zum Kult, das vielleicht. I have these 2 snake scales. One's from the crime scene at Lake Pontchartrain. The other's from a snake in the Voodoo Museum on Ursulines and Charters. Is this common? Do they all look alike? Not at all. They're both constrictor scales, and the coloring is the same. A python's coloring is quite individualistic. A python? That's right. Hardly an indigenous snake to Louisiana. Somehow, some way, the Voodoo Museum's python was at the scene of the Lake Pontchartrain murder. Well, I'd call that a lead, all right. It certainly suggests certain lines of inquiry at the museum. Not bad work, Knight. If we can tie them into this voodoo cult, we just might have something. Okay, I'll reopen the case. I hate to admit it, but you've done some pretty good detective work here, Knight. Well, you know what they Right. say. Imitation is the sincerest form of flattery. Well, point taken. Glad I could inspire you. I'll check around the department, but I have a feeling I'm on my own. In fact, I better lock up this office just in case I step on a few toes. Come on. Ah, krass. Sehr, sehr krass. Der Trommler. Oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Das sieht alles nicht gut aus. Now, lay low and let me handle this. Yeah, fine. Was passiert jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, wo er hin will. it's getting late. Ah. Gabriel decides to go home. Nein, ich hatte noch so viel zu tun. Okay, ich wollte noch eine Nachricht schreiben. Wolltest du mir das probieren, ob es irgendwie geht? Rufen wieder Dings an. Das tut uns nicht gut, Gabriel. Besetzt. Dang! Und? Albtraum? Es muss einen Albtraum geben. Come on. Ja. Der Dolch, den kennen wir schon. Der Dolch wird zu 3 Schlangen. Der 6. Tag. Und heller Tag ward, wo die Nacht regiert. Entsetzen packt mein Herz. Des Todes Schatten streifte mich, ich den Blick nach vorne warf. Der Paperboy und Grace, die gute Seele des Ladens. Und wir sind bei 45 Minuten. Achtung. What the fuck? Der Typ ist weg. Das ist der totes Huhn? What is it? What's wrong?
I see it, Grace. Hold on. There's no one in the shop, and I know there's no one in back. It's okay. Okay? Gabriel, that thing is still barely alive. How could someone do this? With a knife, maybe? God, don't even start. We should call the police. Ja. No. I'll take care of it. Nein. But Gabriel... I said I'll take care of it. Why don't you go get some coffee? I'll have it all cleaned up before you get back. They know where you live now. It's gonna be fine. Now go on. Später. Are you sure you don't want to go home? I could close the shop today. No. I'd rather keep busy. I'll be fine. At least that creepy guy is gone. Ugh. Not that they aren't still watching. Ach du Heiliger. Jetzt geht's aber richtig los. Ich muss die Folge dringend beenden, ansonsten ist das hier Überlänge. Also es ist eh schon Überlänge, aber noch überlängiger als sonst. Da kommt noch ein Brief. Gabriel! Was passiert hier? Stay back. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.